Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuwatsch. Ich bin einer der Mitgründer von ARI Motors und ich sitze hier in unserem brandneuen ARI Soleno Personenwagen. Und alle Details zu dem Fahrzeug, die schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Der ARI Soleno als neuestes Mitglied in unserer ARI Motors Fahrzeugfamilie hat erstmal so ein etwas eckigeres Antlitz. Ja, man sieht überall so eher Kanten als Rundungen. Und gerade am Heck, wenn Sie jetzt mal in der Seitenansicht sehen, zack, hier sieht man es, das geht quasi fast in 90 Grad Winkel runter. Natürlich, um einen möglichst großen Kofferraum zu produzieren. Und im Innenraum haben wir ein sehr, sehr angenehmes Ambiente zwischen hellblau und weiß. Zum Beispiel hier in dieser sehr, sehr großen, großzügigen, breiten Tür einen schönen Türöffnergriff. Dann hier vorne gleich mal die Lichthöhenverstellung, dann der Hebel für das Licht, dann hier im Lenkrad der Tempomat plus der Airbag mitten im Lenkrad. Dann hier nochmal die Lüftungsdüsen, alles sehr, sehr gefällig, alles sehr nett und schön anzusehen, plus hier nochmal ein Fach für das Mobiltelefon, plus nochmal ein Flaschen- oder Becherhalter. Und ja, wenn Sie auch mal hier auf die Sitze schauen, das sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also da steigt man gerne ein und ungern wieder aus. Und apropos einen Aussteigen, hören Sie mal, die Tür, ja, die macht wirklich richtig schön ein sattes Plopp-Geräusch, kein Peng oder so. Hier hinten Mikroschalter, um die Heckklappe zu öffnen. Und dann Blick rein in den doch recht großzügigen Kofferraum, wenn man bedenkt, für so ein kleines Auto. Ich meine, wir reden hier über 2,91 Meter in der Länge. Ja, also auch der Kofferraum ist wirklich sehr, sehr groß. Und hier nochmal von der Beifahrerseite rein, da haben wir auch hier nochmal den Blick frei auf Gaspedal, Bremspedal, dann hier in der Mitte die Gangwahlschalter zwischen den verschiedenen Modi plus Fensterheber auch in der Mitte. Also hier nochmal 12 Volt Stecker, hier nochmal USB-Anschlüsse für Ihr Telefon, damit Strom rankommt, plus nochmal ein extra SIM-Kartenhalter, damit das Fahrzeug dauerhaft online ist. Und dann haben wir in der Mitte noch so ein Multifunktionsdisplay, wo einfach zum Beispiel auch Apple CarPlay drauf läuft, was wirklich sehr, sehr gut ist. Sie können auch natürlich auch Android Auto drauf laufen lassen oder das eigene Betriebssystem nutzen. Also da haben Sie wirklich so viele Möglichkeiten, wie Sie in jedem modernen Fahrzeug finden. Zack, und es geht auch alles sehr flüssig. Ja? Also Sie müssen jetzt nicht ewig drauf warten. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht und alle Apps, die Sie sonst so kennen, sind hier auch zu finden. Dann haben wir das Display mit dem Tacho. Da ist erstmal die Reichweitenanzeige, wie viel Prozent Akku Sie haben, wie viel Sie gerade an Energie benötigen. Und es gibt eben dann im Lenkrad so einen Schalter, zack, so jetzt schalten Sie um auf die nächste Anzeige, plus hier nochmal so ein Bordcomputer-Anzeigen, was man aus vielen Fahrzeugen halt einfach so kennt, plus eine Belegungsanzeige und wieder Energiefluss, also wenn Sie fahren, sehen Sie das und wenn Sie rekuperieren. Dann nochmal an die Tür, da haben wir also wirklich viel Platz für Wasserflaschen und für jeglichen, ja, sag ich mal, Krempel, den man so mitnimmt. Ja, da findet sich immer irgendwas, sei es nur die Parkscheibe. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie denn dieser ARI Soleno eigentlich so fährt. Soleno ist übrigens eine Ameisenart und ARI ist ja japanisch für Ameise und da haben wir uns gedacht, das könnte doch jetzt ein optimaler Name sein für unser Fahrzeug. Ja, und wo fährt man dann so täglich eigentlich immer hin? Das sind eigentlich häufig die gleichen Stationen. Man fährt im Schnitt in Deutschland pro Tag 35 Kilometer. Und auf diesen 35 Kilometern fährt man oftmals zum Arzt, also die Kinder zur Schule, zur Kita oder dann eben auch einkaufen, so wie in diesem Falle hier. Wir haben vorhin schon gesagt, ein großer Kofferraum, über 800 Liter. Da geht also einiges rein und auch wenn es der Wocheneinkauf sein soll, ohne weiteres passt er in Ihren ARI Soleno rein. Dann, wenn es auch mal nass wird oder regnet, kein Problem. Ja, auch wenn es ein Elektroauto ist, dem tut das nichts, sozusagen, dass es auch mal ein bisschen nass wird von oben, von unten. Sie können natürlich auch ganz normal in die Waschanlage fahren. Und wo fährt man dann noch hin? Man fährt natürlich zur Arbeit. Also und selbst wenn Sie dort eben nicht am Arbeitsplatz laden können, der hat hier vorne in der Front, hat er da bei diesen kleinen Punkten seinen Ladeanschluss, auch nicht schlimm. Die kleinere Reichweite sind 160 Kilometer, die größere dann 220. Und da können Sie innerhalb einer Nacht das Fahrzeug ohne weiteres vollladen. Also ob Sie nun ein Eigenheim haben und dort an einer 230 Volt Steckdose laden
oder eben einer Wallbox, ist erstmal wurscht. So, hier, zack, man hat also diesen praktischen Becher oder sonst was Halter gleich für sich genutzt, dann den Lieblingsradiosender eingestellt und schon ist es, die Rückfahrkamera springt sofort an und ja, das Fahrzeug ist aufgrund seiner Einfachheit wirklich sehr simpel zu bedienen. Ich muss jetzt nicht großartig erstmal die Bedienungsanleitung wälzen, um damit klarzukommen. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, ja, Sie können auf das Tanken als solches erstmal prinzipiell verzichten. Sie fahren zur Tankstelle maximal nur noch, um vielleicht mal ein Getränk zu holen, einen Kaffee oder eben zum Saugen, aber zum eigentlichen Auftanken, das können Sie sich erstmal sparen, weil Sie eben überall, da wo Sie parken, laden, an der entsprechenden Wallbox oder eben zu Hause an der 230 Volt Steckdose, wo Sie eben so 6 bis 7 Stunden brauchen, um den Akku wieder aufzuladen. Oder vielleicht hat man auch ein Fitnessstudio, wo man eben eine Ladesäule hat, dann geht man derweil was für seinen Körper machen und der Ari lädt derweil. Sie müssen das Auto nicht nur, oder es ist nicht nur für Sie interessant, wenn Sie in der Stadt wohnen, sondern auch auf dem Lande, also das ist klar, aufgrund der Reichweite. Und hier sehen Sie nochmal, hier wird gerade rekuperiert, zack, jetzt lässt man es laufen, ja, und dann geht die Anzeige gleich runter und jetzt gibt man wieder Gas. Also das ist, dieses kleine Display hinterm Tacho ist schon sehr, sehr praktisch. Und das Schöne ist, apropos Pendeln, Sie können natürlich ohne weiteres auch auf die Autobahn mit dem Fahrzeug. Ja, das ist ja überhaupt kein Thema. Sie fahren deutlich über 60 km/h, was die Mindestgeschwindigkeit ist. Und das Schöne ist, durch den eingebauten Tempomat können Sie natürlich ganz entspannt zur Arbeit hin cruisen oder auch wieder zurück. Nennt sich ja nicht ohne weiteres Cruise oder deshalb nennt es sich ja auch Cruise Control. Also das ist ein wirklich sehr, sehr durchdachtes Fahrzeug und ja, auch der Wendekreis natürlich deutlich im unteren Bereich und durch diese Größe, Sie finden über einen Parkplatz. Also es ist wirklich schon sehr beeindruckend, wie gut dieser kleine City-Flitzer hier so in das Ambiente passt. Und wenn Sie dann eben sagen, okay, jetzt ich war arbeiten, ich war einkaufen, ich will jetzt noch mal ins Kino, dann fahren Sie halt zurück. Und ja, auch das Außendesign, das Lichtdesign sozusagen des Fahrzeuges, auch in der Nacht macht er eben eine sehr gute Figur. Das hat man da sehr gut hinbekommen aus unserer Sicht und somit ist Ihnen da Aufmerksamkeit auf jeden Fall sicher, sollte das für Sie irgendwie wichtig sein. Ja, also, das Fahrzeug ist kein Verkehrshindernis, sondern ist ein ganz normaler Begleiter für den Alltag und dann auch noch mit diesen Sicherheitsfeatures wie ABS oder eben auch der Fahrer-Airbag. Das macht schon alles sehr viel Sinn, tatsächlich mal über ein solches Fahrzeug nachzudenken. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, irgendwie, das gefällt mir, das finde ich spannend, dann gehen Sie doch mal auf unsere Webseite, konfigurieren Sie sich so einen Ari Soleno und ja, dann erhalten Sie innerhalb von wenigen Minuten eben gleich ein entsprechendes Angebot und schauen Sie mal, wie das jetzt hier auch abends dann, wie wohnlich das aussieht und vielleicht, ja, wenn Sie dann dieses Angebot vorliegen haben und noch ein bisschen hin und her überlegen, vielleicht kommen Sie ja zu dem Schluss, dass dann eben tatsächlich der Soleno das ideale Zweitauto ist, weil Sie dann einen Ihrer beiden Verbrenner vielleicht abgeben und dann es mal elektrisch versuchen. Vielleicht haben Sie auch schon eine Solaranlage auf dem Dach. Ich meine, der Verbrauch hier mit 10 Kilowatt ist ja nun wirklich überschaubar und insofern, also vielleicht kommen Sie ja auf den Geschmack. Vielen Dank und bis bald.